brennt. Oh Gott. Wir müssen raus. Komm. Verdammt nochmal, was machst du denn hier? Bella! Ein Heizkörper hat nichts in einem Stall zu suchen. Aber er war nicht der Brandherd. Der Stall wäre auch ohne ihn abgebrannt. Du lässt jetzt endlich die Finger von Bella. Sonst was? Sonst gehe ich an die Öffentlichkeit und lass dich auffliegen. Ich habe mich total in Tristan verliebt. Aber was echt jetzt? Du bist ja ein Blitzmerker. Warum guckst du denn jetzt so unglücklich? Es gibt wirklich Schlimmeres, als sich in jemanden zu verlieben. Nicht, wenn es der Falsche ist. Wer sagt dir, dass Tristan der Falsche ist? Zum Beispiel die Tatsache, dass er mit Andi um mich gewettet hat. Bitte was? Ja, wer mich als Erster ins Bett kriegt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hoffe, du hast den beiden mal so richtig die Meinung gegeigt. Da habe ich das. Andi entschuldigt sich seitdem auch ständig, ja. Aber ich denke, der will nur weiter die Wette gewinnen. Und Tristan? Tristan tut einfach so, als wäre es das Normalste von der Welt. Und jetzt müsste ich mich noch geschmeichelt fühlen, dass jemand wie er auf mich wettet. Ach was. Und das imponiert dir jetzt sogar, obwohl du dich dafür ohrfeigen könntest. Ja, imponieren wäre jetzt zu viel, aber er steht halt wenigstens dazu. Außerdem hat er dir gerade das Leben gerettet. Ja. Du lässt jetzt endlich die Finger von Bella. Du willst mich erpressen? Ich habe gehört, dass du Ollis Schwester das Leben gerettet hast. Mein Gott, ich will mir gar nicht vorstellen, was da noch alles hätte passieren können. Rebecca und ich, wir hatten ja keine Ahnung, dass noch jemand da drin ist. Aber zum Glück bist du ja rechtzeitig gekommen und hast Bella da rausgeholt. Du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt. Das würde nicht jeder machen. Ja, das war selbstverständlich. Hammel, ich habe gerade noch was Wichtiges mit Anne zu besprechen, wenn du uns kurz entschuldigen würdest. Ja, natürlich. Was glaubst du denn, wie Marlene das findet, wenn sie erfährt, dass nicht du Bella gerettet hast, sondern ich? Ja, das kann ich dir sagen. Ich meine, da du seit Wochen wie ferngesteuert hinter Bella herrennst, wird sie das Gleiche denken wie alle anderen auch. Nämlich, dass du einfach eine Geschichte suchst, um sie zu beeindrucken. Ach ja? Wer von uns beiden hatte denn eine Rauchvergiftung und Verbrennungen? Ich hab dich am Arsch und das weißt du auch. Sei einfach froh, dass ich überhaupt da war, denn wenn es nicht so gewesen wäre, dann hättest du auch keine Chance mehr, mich von Bella fernzuhalten. Also Deal? Ja, Deal. Tja, dann wäre ich hier die längste Zeit euer Förster gewesen. Ich hätte dich wirklich vermisst. Ja, ich glaub's dir. Hi. Sorry. Hat was länger gedauert. Habt ihr euch wieder zusammengerauft? Gibt's was Neues? Naja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich schuld an dem Feuer bin. Weil ich diesen Heizkörper auf der Stallgasse hab stehen lassen. Wie bist du nicht? Der Heizkörper war nicht die Ursache für den Brand. Aber was denn dann? Wir konnten als Brandherd eindeutig diese Zigarettenkippe ausmachen. Was macht sie da so sicher? Sie meinen, abgesehen von meiner Erfahrung? Feuer legt Spuren. Wenn der Heizkörper Brandursache gewesen wäre, hätte es viel stärkere Schäden im oberen Wand- und Deckenbereich gegeben. Der Brand hätte sich wie eine Explosion ausgebreitet. Aber dieses Feuer hier war eher wie ein Fluss, der sich langsam und stetig seinen Weg bahnt, bis er schließlich über die Ufer tritt. Das klingt fast poetisch. Ja. Zigarettenkippen sind immer noch der häufigste Auslöser von Bränden. Ja, aber jeder weiß, dass hier auf dem gesamten Gestütsgelände nicht geraucht werden darf. Das wäre schon mehr als grob fahrlässig. Allerdings. Genauso lautet das Ergebnis meiner Ermittlung. Sie meinen? Es tut mir sehr leid, aber ich fürchte,
Da es sich, wie Sie schon selbst ganz richtig sagen, bei der Brandursache um grobe Fahrlässigkeit handelt, Zahlt die Versicherung keinen Cent. Echt? Und, wie läuft die Jagd? Schon ein neues Opfer gefunden? Sollten sich lieber in der Hauswirtschaftsschule rumtreiben, als auf meinem Datingportal. Die suchen alle eine Mami, die sich den ganzen Tag um sie kümmert. Du findest auch noch den richtigen. Hey, wenn ich gewusst hätte, dass ihr auch hier seid. Dann können wir ja vielleicht einen Nachtisch zusammen essen. Tut mir leid, ich muss nach Hause. Dann ein andermal? Klar, sehr gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Siehst du, er wäre gern geblieben. Du solltest vom Ende seiner Mittagspause nicht gleich auf die nächsten 40 Jahre schließen. Eigentlich sind wir ja schon. Paul weiß es nur nicht. Interessante Sichtweise. Blöd nur, dass du noch nicht mal in ihn verliebt bist. Wäre das nicht ein bisschen vorteilhaft dafür? Wie vorteilhaft das ist, haben wir doch mit Daniel gesehen. Ich suche jetzt nur noch einen Versorger und perfekten Vater für Steven. Und wie willst du ihn von eurer Seelenverwandtschaft überzeugen? Ich meine, 2 Matching Points bei dieser Dating-Seite sind ein bisschen mickrig. Gehst du mal diese Matching Points. Es geht darum, dass man gemeinsame Interessen hat. Und die haben wir. Wir gucken beide Horrorfilme. Ja, das ist natürlich mal eine super Basis für eine glückliche Beziehung. Olli, vor allem ist es eine todsichere Masche. Gott, ich hab so Angst, Ricky. Gut, dass du da bist. Du willst wirklich noch mal diese Nummer abziehen, obwohl die beim letzten Mal so in die Hose gegangen ist? Ja, da war doch diese blöde Tussi, die mir in die Quere gekommen ist. Und die gibt es jetzt nicht mehr. Sondern jetzt gibt's nur noch Ricky, mich und alle Teile Tanz der lebenden Toten. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Wetten, dass ich den 3. Teil nicht mehr brauche? Would you know when everything around just changed like the weather of a big black storm? And who would you turn to? Or had I a ghost, the shadow the most, would you let me know? 'Cause I don't want to. Bella, hörst du mich? Bella! Trouble your mind with a childish design of how it all should go. But I love you so. When it all comes clear, when the wind it settles, I'll be here, you know. 'Cause you said ours were the lighthouse towers, the sun upon that place. Darling, I'll grow weary, happy still with just the memory of your face. Gracious goes Vater, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich weiß, wie sehr du dich immer bemühst, das Gute in mir zu sehen. Und umso bitterer muss es für dich sein, jedes Mal aufs Neue enttäuscht zu werden. Du warst so stolz, als du gehört hast, dass ich Bella aus dem Feuer gerettet habe, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe, dir zu widersprechen. Aber die Wahrheit ist, dass ich nichts mit Bellas Rettung zu tun habe. Im Gegenteil. Ich habe das Feuer selbst gelegt und habe in Kauf genommen, dass Menschen dadurch zu Schaden kommen. Dafür verachte ich mich selbst. Es tut mir leid, dass ich nicht der Sohn bin, den du dir wünschst. Ich wollte, ich wär's. You said ours were the lighthouse towers, the sun upon that place. Darling, I'll grow weary, happy still with just the memory of your face. Gracious goes a ghost of you, and I will never forget the plans and the silhouettes you drew here. Gracious goes a ghost of you, my dear.
gracious ghost. Frag mich mal, Dana. Irgendwer ist dafür verantwortlich. Ich will wissen, wer. Das wissen doch alle Mitarbeiter, dass hier Rauchen strengstens verboten ist. Das können sie also nicht gewesen sein. Irgendjemand hat sich offenbar nicht daran gehalten. Ich habe Tristan gestern hier mit einer Zigarette gesehen. Aber ich habe ihm eindeutig klargemacht, dass das untersagt Ich kann ist. mir nicht vorstellen, dass Tristan was damit zu tun hat. Er lügt mir doch nicht kalt ins Gesicht. Ach, aber einer von uns schon, ja? Wenn er Angst davor hat, seinen Job zu verlieren oder vor strafrechtlichen Konsequenzen, was weiß er nicht. Aber alle Mitarbeiter haben doch ausgesagt, dass sie nichts hier gesehen haben und auch überhaupt nicht da waren. Das glaube ich erst, wenn die Polizei die DNA-Proben ausgewertet hat. Also von mir hat noch niemand eine Probe verlangt. Das ist ja wohl auch nicht nötig. Ja, das finden die Kollegen bestimmt ganz klasse. Jeder wird hier untersucht, nur die Frau vom Chef nicht. Also ich will ja auch keine Extrawurst. Wenn schon alle unter Generalverdacht stehen. Schön. Ihr könnt ja gerne eine Probe abgeben. Ich trommel in der Zwischenzeit noch mal alle Mitarbeiter zusammen und sag ihnen, dass, wenn irgendwer doch noch was weiß, kann er zu mir kommen im Verwalterbüro. Mit mir unter 4 Augen sprechen. Viel Erfolg dabei. Jessie. Hi. Du kommst wie gerufen. Wofür? Ich brauche eine zweite Meinung. Setz dich. Okay. Es geht um deine Internet-Dates. Ja, ich habe heute 3 Anfragen für ein Date bekommen und ich weiß nicht, für welches ich mich entscheiden soll. 3 Anfragen nur heute? Ja, es läuft ganz gut zurzeit. Also, welche wird? Gar keine. Wieso? Was stimmt denn mit denen nicht? Die sind alle nicht so dicht, das sieht man auf den ersten Blick. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist eifersüchtig. Eifersüchtig? Worauf denn? Na, dass ich so viele Angebote kriege und du scheinbar nicht. Doch. Ich habe Angebote ohne Ende. Ich bin nur ein bisschen anspruchsvoller als du. Also, anspruchsvoll bin ich auch. Deswegen will ich mich ja nicht mit allen Frauen treffen, sondern nur mit den Besten. Komm schon, hilf mir. Ich muss gleich ins Krankenhaus und würde gerne noch ein Date für heute Abend klar machen. Hm? Welche wird's? Du siehst schon wieder viel besser aus. Ich fühle mich auch schon viel besser. Ich hoffe, Sie entlassen mich bald wieder. Naja, ich fürchte, ein paar Tage werden sie dich noch da behalten wollen. Ich hasse Krankenhäuser, allein der Geruch ist... Naja, ich kann mir vorstellen, du warst bestimmt viel in Krankenhäusern, als deine Mutter so krank war, oder? Du, Charlie, Ja? könntest du mir helfen, für ein paar Stunden aus dem Krankenhaus rauszukommen? Aus dem Krankenhaus raus? Ich nehme an, ohne ärztliche Erlaubnis? Ganz kurz. Was hast du denn so Dringendes zu erledigen? Ich konnte mich einfach vorhin gar nicht richtig bei Tristan bedanken. Naja, der wird dich schon wieder besuchen kommen, dann kannst du das nachholen. Hat er das gesagt? Nein, ich meine nur. Ja, er war einfach so schnell weg, weißt du. Ich konnte gar nicht richtig mit ihm reden. Wie kommst du denn drauf, dass Sabine eine Heiratsschwindlerin ist? Ah, jetzt nennst du sie schon Sabine. Ihr kennt euch doch gar nicht. Ja, du kennst sie doch auch nicht. Wie kannst du dir sicher sein, dass sie eine Betrügerin ist? Jetzt, sowas sehe ich. Dafür habe ich einen 8. Sinn. Ich meine, selbst wenn Sabine eine Betrügerin ist, ich muss ja nicht gleich heiraten. Ich will ja nur mit dir ausgehen. Ja, das sagst du jetzt. Und dann sitzt sie da, sie guckt dir tief in die Augen und klimpert mit ihren falschen Wimpern. Das sind doch keine falschen Wimpern, Jessie. Boah, doch. Und nicht nur das hier. Guck doch mal, da Haare, Zähne, Brüste. Wahrscheinlich hat sie sogar ein falsches Hüftgelenk. Wie kommst du nur darauf? Und sie ist mindestens 5 Jahre älter als du. Ach, Quatsch. Weißt du was, jetzt hast du mich richtig neugierig gemacht auf Sabine. Ha. Also wenn das kein Zeichen ist, ja? Sabine fragt, ob wir heute Abend essen gehen wollen. Wirst ja wohl nicht zusagen. Na klar, was habe ich denn zu verlieren? Oh Gott, entschuldige, was? Ja. Oh Gott, ich bin so ein Trampel. Das kann schon passieren. Das ist mir echt peinlich. Hier. Ja, halb so schlimm. Meinst du, man kann das reparieren? Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich komme auf dem Weg ins Krankenhaus eher an einem Laden vorbei.
Also die Reparatur übernehme natürlich ich. Ich will vorher noch schnell Sabine antworten. Wo ist mein Telefon? Ruf mich mal an. Das ist ja doof. Ich habe mein Handy gar nicht dabei. Ja, dann muss ich das wohl doch später machen. Ja? Ich bin's nur. Ja, das sehe ich. Es hat sich immer noch niemand gemeldet? Bitte sehr. Danke. Wer auch immer es war, er hat zu viel Angst. Ich kann es ihm nicht mehr verdenken. Du denkst also immer noch, dass es einer der Mitarbeiter war? Ja, wer denn sonst? Oder glaubst du, dass irgendein dahergelaufener Pyromane sich auf unser Gestüt schleicht, um es abzufackeln? Was ist mit deiner Familie? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tristan aus Versehen das Gestüt in Brand setzt und dann so tut, als sei nichts gewesen. Das kann ich mir ja auch nicht vorstellen. Aber ganz ehrlich, bei unseren Mitarbeitern kann ich das auch nicht. Wenn du schon alle möglichen Leute verdächtigst, dann solltest du deine Familie nicht von vornherein ausschließen. Tristan ist nicht der einzige Raucher auf dem Schloss. Ich weiß, Ansgar. Mit dem werde ich auch noch reden. Aber zuerst gehe ich zu Tristan. Andi, hey. Bist du schon entlassen worden? Ja, ein Kollege hat mich heute Morgen gehen lassen. Was machst du denn schon wieder hier? Ich möchte jemanden besuchen. Also bei der Größe tippe ich entweder auf schlechtes Gewissen oder einen Heiratsantrag. Soll ich mal raten? Ach, Quatsch. Ich will nur Bella besuchen und bringe halt ein paar Blumen mit. Das macht man so. Na, dann komm mal mit. Also bei einer Untersuchung ist sie nicht. Davon wüsste ich. Ja. Ich bin nicht getürmt, sondern mache nur einen kleinen Ausflug, um mich bei meinem Retter zu bedanken. Keine Sorge, ich komme wieder, Bella. Das ist alles. Was heißt denn hier alles? Ich bin erledigt. Nein, ich. Ich habe gerade bei einem internationalen Top-Fotografen eine spontane Pause eingefordert. Oh, wieso denn das? Deinetwegen. Wenn du mir eine SMS schickst, Hilfe, Notfall, komm sofort runter? Entschuldige. Eigentlich dürfte ich dir aus Protest gar nicht zuhören, aber bevor du mich hier über die Hausanlage ausrufen lässt, was ist los? Also, Ricky trifft sich mit anderen Frauen. Ja, natürlich tut er das. Er weiß ja auch nicht, dass du seine angebliche Traumfrau bist. Ja, aber er hat mir 3 Frauen gezeigt und mich gefragt, welche er davon aussuchen soll. Das musst du dir mal reinziehen. Soll ich jetzt Mitleid haben? Danke, ich habe mich schon selbst drum gekümmert. Ich habe aus Versehen ein Glas Wasser über seinen Laptop geschüttet. Du hast was? Ja. Aber er hat gesagt, das zahlt die Versicherung und er wollte sich eh einen neuen kaufen. Und genau das ist das Problem. Er wird sich einen neuen kaufen, wird sich wieder einloggen, wird ihr eine Nachricht schreiben, wird sich mit ihr treffen, wird sie heiraten und ich bin raus mit Steven. Ich dachte, du bist nicht in Ricardo verliebt. Bin ich auch nicht. Ja, warum lässt du ihn dann nicht einfach in Ruhe? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Weil Ricky und ich perfekt füreinander sind. Was er aber nicht weiß. Deswegen wird er auch weiter im Internet nach seiner perfekten Frau suchen. Willst du dann jedes Mal mit einem Glas Wasser neben ihm stehen? Ich brauch doch kein Glas Wasser. Ich brauch sein Passwort. Also, wenn Tristan fragt, warum wir hier sind, dann könnten wir auch einfach sagen, wir wollten einen Kaffee trinken oder so. Ja. Nicht, dass er sich noch was drauf einbildet. Bei dem Café im Krankenhaus ist es doch sogar plausibel. Bella, Andi hat mir von der Wette erzählt, die er mit Tristan abgeschlossen hat. Ist er auch noch stolz drauf, oder was? Nein, im Gegenteil. Ich habe den Eindruck, Andi wollte das gar nicht. Dann hätte er sich auch nicht drauf einlassen müssen. Naja, zu einer Wette gehören immer 2. Aber Tristan ist ein Spieler. Ich meine, der wettet um alles Mögliche, das kann man gar nicht ernst nehmen. Bella, ich weiß, dass du Tristan magst.
dass du ihm dankbar bist, dass er dich gerettet hat. Mein Gott, das sind wir alle. Aber irgendwie, er hat so etwas Unberechenbares, Abgründiges. Ich weiß, das kann man auch sehr attraktiv finden. Bella, ich bin mein Leben lang auf solche Männer reingefallen. Die einen mit ihrem Charme umgarnen und du glaubst, sie könnten es ernst meinen. Für mich wird er sich ändern. Ich werde ihn ändern. So was Naives würde ich nie denken. Na, Menschen ändern sich auch nicht so schnell. Schon gar nicht, weil wir es uns wünschen. Tristan, kann ich dich einen Augenblick sprechen? Es ist wichtig. Sicher, komm mit. Weißt du, und dann bleibt man zurück mit seinem gebrochenen Herzen und fragt sich, wie man nur so naiv sein konnte. Hm? Die Brandursache steht fest. Ach, das... Gut, sehr gut. Es war eine brennende Zigarette. Und jetzt willst du von mir wissen, ob ich Stall geraucht habe? Hast du? Versteh mich nicht falsch. Ich habe sämtliche Angestellten durch und keinen einzigen Hinweis bekommen. Aber irgendjemand war dort. Was ist mit den Angestellten aus dem Gestüt? Alles Nichtraucher. Und auf dem Schloss gibt's nicht viele, die rauchen. Dass du da bist. Ja, und diesmal habe ich sogar ganz offiziell Pause. Und du sag bitte nicht, dass du gerade versuchst, Ricardos Passwort zu knacken. Was? Du hast gesagt, ich soll nichts sagen. Jessica, du weißt, dass das illegal ist. Ich mache das ja auch nicht zum Spaß, sondern weil ich Ricky vor einem ganz großen Fehler bewahren will. Wie selbstlos. Und du glaubst wirklich, Ricardo hat so ein leichtes Passwort, dass du das einfach knacken kannst? Nee, denn die simplen habe ich schon durch. Ich werde es schon noch rausfinden. Ich weiß nämlich, wie Ricky tickt. Wow. Da muss man wirklich erst mal drauf kommen. Hilf mir lieber. Das werde ich nicht tun. Du solltest es auch sein lassen. Ja, du hast recht. Ich muss ganz anders an die Sache rangehen. Also, wenn Ricky und ich gleich ticken, dann heißt das ja, dass Ricky wie ich tickt. Und bei meinem Bankkonto ist das Passwort Das will ich gar nicht wissen. der Name meines ersten Haustieres. Ich dachte schon. Ja, Quieki. Also nicht Quickie, sondern Quieki. Das war nämlich mein erstes Meerschweinchen. Das hat immer ganz... So schön gequiekt. Ja, Eigentlich müsste ich dir jetzt zur Strafe dein Bankkonto leer räumen. da sehe ich nicht viel drauf. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was Ricky für ein Haustier hatte. Frag ihn doch einfach. Fällt bestimmt nicht auf. Es geht weiter. Viel Spaß. Danke. War die Polizei denn schon bei dir? Noch nicht, aber die haben sich schon angekündigt, ja. Wegen deiner Aussage. Und weil sie auch von dir eine DNA-Probe nehmen wollen, um sie mit den Spuren auf der Zigarette zu vergleichen. Ach, was denn? Dann haben die tatsächlich was gefunden? Noch nicht, aber sie hoffen's. Sag mal, was willst du mir eigentlich hier die ganze Zeit unterstellen? Dass ich jetzt verdächtig bin? Dein Bruder, der psychopathische, durchgeknallte Bilderschlitzer? Klar, der fackert auch mal Gestüter, wenn er es wieder am Kopf hat. Ich unterstelle dir gar nichts. Aber du warst gestern Abend beim Gestüt. Und du hast wieder mit dem Rauchen angefangen. Es geht für mich um alles, Tristan. Mein Job, meine Existenz. Ich habe mit Dana das Gestüt von null aufgebaut. Und wenn der Täter nicht ermittelt wird, dann greift keine Haftpflicht und dann verliere ich alles. Nur komisch, was so ein Häufchen Asche angeblich alles beweisen soll. Ja, hoffentlich funktioniert's. Du kannst dich auch weigern. Warum sollte ich? Ich hab nichts zu verbergen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Hi. Hey, Jessie. Mein Papa, der ist... Ich wollte zu dir. Warum? Also so,
ich habe eine Freundin, die Jasmin, und die hat eine Deckelin. Und, also einen weiblichen Dackel. Und die ist jetzt, also der Dackel, nicht sie, sondern ist jetzt schwanger und hat ganz viele süße kleine Dackelbabys bekommen. Und sie hat mich gefragt, ob ich vielleicht jemanden wüsste, der ein paar nehmen würde. Ach so. Ja, tut mir leid, aber da bist du bei uns an der falschen Adresse. Wenn unsere Oma rauskriegt, dass wir Haustiere haben, da sind wir geköpft. Schade. Aber Ricardo und du, ihr seid schon tierlieb? Klar. Wieso? So? Hattet ihr Haustiere auf Mallorca? Ja, aber nochmal zurück zu den Dackel. Ich glaube auch, dass Danke, da finde ich schon jemanden. Was hattet ihr denn für Haustiere? Ricardo hat mir mal, als ich 5 war, ein Meerschweinchen geschenkt. Echt? Mhm. Ich hatte auch ein Meerschweinchen, Herr Quieki. Herr Quieki? Ja. Wie hieß denn deins? Meins hatte schon einen Namen. Und zwar hieß es so wie das erste Meerschweinchen von Ricardo. Perfekt. Endlich. Sag mal, hast du was dagegen, wenn ich erst mal alleine zu Tristan gehe und mich bedanke? Nein, ich wollte mich natürlich auch noch bei ihm bedanken, aber das kann ich ja später machen. Hey Charlie, hallo Bella. Hi. Ich war vorhin im Krankenhaus, da habe ich deinen Zettel gesehen. Und ja, da habe ich halt gedacht, dass du hier bist. Wow. Gut kombiniert. Hast du denn noch Schmerzen beim Atmen? Nein, das ist schon viel besser. Also, mein Besuch heute Vormittag, der war nicht so optimal. Nee. Vielleicht, weil du gesagt hättest, du hättest mich gerettet und nicht Tristan? Ich weiß ja auch nicht, warum ich das gesagt habe. Ich war wahrscheinlich einfach erleichtert, dass dir nichts passiert ist. Wenn du erleichtert bist, dann erzählst du irgendwelche Lügengeschichten oder was? Andi, du hast einen tollen Strauß mitgebracht. Ja, der ist für dich. Warum, um mich doch noch umzukriegen? Ach komm schon, Bella. Jetzt vergiss doch mal diese blöde Wette. Nein, ich will mich bei dir entschuldigen. Auch für meinen Ausflipper vorhin. Das heißt also, wenn ihr niemanden findet, der den Brand verursacht hat? Es tut mir so leid für euch. Ich weiß, wie viel euch das Gestüt bedeutet und jetzt... Was das Wichtigste ist, dass ihr heile da rausgekommen seid. Wie geht's dir denn mittlerweile? Naja, eine Erkältung und eine Rauchvergiftung ist eine ganz ungesunde Mischung. Sie will heute Abend übrigens die Lily Rose singen. Kannst du bitte sagen, dass das keine gute Idee ist? Was? Hey, hallo Hagen. Was über Tristan? Ja. Er wird der Polizei auch eine DNA-Probe von sich geben. Was beweist, dass er mit dem Brand nichts zu tun hat. Als ihr gestern Abend im Gestüt wart, habt ihr nicht doch vielleicht irgendetwas gesehen oder gehört? Das kann doch nicht sein. Ihr habt weder mitbekommen, wie Bella reingekommen ist, noch, dass jemand das gesamte Gebäude abgefackelt hat? Naja, wir waren beschäftigt. Wie? So beschäftigt, dass ihr rein gar nichts um euch herum mitbekommen habt? Ja, so beschäftigt. Das gibt's doch nicht, verdammt! Kann Sie sagen, dass Sie nichts gesehen haben? Wir können froh sein, dass Ihnen nichts passiert ist. Niemand hat was gesehen, nicht einer. Die Stallungen fackeln ab und keine Sau interessiert's außer uns. Ja, du komm schon. Wie oft soll ich mich denn noch für diese blöde Wette entschuldigen? Ja, gib schon her. Ein Blumenhändler hat echt Geschmack. Übernimmst du den mal bitte? Hallo Tristan. Hi. Na, du Held. Ich hatte noch gar keine Möglichkeit, mich richtig bei dir zu bedanken, aber das kann ich ja jetzt nachholen. Du hast meine Mitbewohnerin gerettet. Deal ist Deal. Ein einfaches Danke reicht. Ach, ein einfaches Danke. Ich bitte dich, du hast Bella aus den Flammen gerettet. Unter Einsatz deines Lebens. Ist gut jetzt. Nein, es ist gar nicht gut. Ich weiß zwar, dass das dein Laden hier ist, aber ich bestehe darauf, dass du heute eingeladen bist. Andi, kannst du das vielleicht auf nachher verschieben? Nein, wieso denn? Andi. Ich möchte einfach alles über diese Rettung wissen. Erzähl doch mal. Wie hast du Bella überhaupt entdeckt und was hast du auf dem Gestüt gemacht? Hast du sie rausgezogen, rausgetragen? Wie war das denn? Ich meine, Bella weiß es ja nicht mehr. Sie war ja bewusstlos.
Richie, jetzt verzieh dich endlich. Es prahlt halt nicht jeder gerne mit seinen Heldentaten, so wie du. Ja, er ist halt bescheiden. Ein echter Held. So, ich habe fertig. Auch. Ich habe das Passwort rausgefunden. Das Haustier? Ja, das Haustier. Das war wohl doch nicht so einfach. Ich verstehe das nicht. Paulchen ist Timos Meerschweinchen. Er hat gesagt, dass Rickys erstes Haustier so hieß. Jessica, darf ich dich daran erinnern, dass du nur vermutet hast, dass Ricardo den Namen seines Haustiers als Codewort benutzt hat? Ey, der ist ein echter Spanier. Das wäre doch komisch, wenn der ein Haustier hat, das einen deutschen Namen hatte. Das ist es. Natürlich. Was heißt Paul auf Spanisch? Pablo, keine Ahnung. Pablo. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, lass es doch einfach. Was würde sowas wie Klein Pablo auf Spanisch heißen? Pablito. Ich hab's gesagt, siehst du? Ricky und ich denken sogar gleich. So. Und Action. Super. War ein dringender Anruf. Ja, ich dachte schon, ich komme halt gar nicht mehr dazu, mich bei dir zu bedanken. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, du hast mir das Leben gerettet. Schon gut. Nein, eben nicht. Ich meine, das hätte nicht jeder gemacht, sein Leben für jemand anders riskiert. Das ist was ganz Besonderes und ich werde dir das nie vergessen. Gut, dann haben wir das hier geklärt. Ich bin auch gar nicht mehr sauer auf dich. Warum solltest du sauer auf mich sein? Ja, wegen der Wette. Die Wette, ja. Ich weiß einfach, dass du das nicht so gemeint hast. Du gibst dich nach außen immer so cool, als würde dir nichts und niemand was bedeuten, aber ich weiß, dass du eigentlich anders bist. Andi, ich glaube, du solltest dir nicht zu große Hoffnungen auf Bella machen. Abwarten. Jetzt halt mal den Ball flach. Jeder hätte an meiner Stelle so gehandelt. Eben nicht, das meine ich doch. Ich habe getan, was getan werden musste. Ich meine, ob du jetzt da liegst oder der Stahlbusch oder ich hätte sogar Andi gerettet, verstehst du? Also bild dir mal keine Schwachheiten ein. Und jetzt entschuldige mich, ich habe noch zu tun. Was um Himmels Willen hätte ich denn nachts im Stall zu tun gehabt? Mag ja sein, dass deine Schwester und deine Ex-Frau auf diese Strohballenromantik stehen. Ich garantiert nicht. Das Gestüt war dir doch schon immer ein Dorn im Auge. Hagen, was hätte ich denn davon, wenn ich den Laden abbrenne? Vielleicht wolltest du verhindern, dass noch mehr Geld in das Gestüt fließt, weil du ja die Bank runtergewirtschaftet hast. Um die Bank zu sanieren, brauchen wir Einnahmen aus jeder einzelnen Sparte, selbst deine paar Kröten. Warum sollte ich ausgerechnet auf die verzichten wollen? Abgesehen davon, soweit ich weiß, sucht ihr einen Zigarettenraucher. Das hier ist eine Zigarre. Himmelweiter Unterschied in Lebensstil, Preis und im Geschmack. Wenn ich rausfinden sollte, dass du doch irgendwas damit zu tun hast. Vielleicht wolltet ihr ja einfach warm renovieren. Euch mit der Kohle von der Versicherung gesund stoßen. Dann hättet ihr euch allerdings ziemlich dämlich angestellt. Ansgar. Noch was fürs Protokoll. Bei mir durfte die nette Dame von der Polizei auch eine Haarprobe nehmen. Ich komme nicht einen Schritt weiter. Ricky, hey. Jessie, ey, guck mal, die haben meinen Laptop wieder hingekriegt. Oh, das ging aber schnell. Ja, ich habe auch ein bisschen gedrängelt, aber ich wollte so schnell wie möglich wieder online sein. Ja, deswegen bin ich auch hier, weil ich mich entschuldigen wollte, dass du wegen mir offline warst. Hier. Für mich, das wäre doch nie nötig gewesen. Ja, und die Reparatur bezahle ich natürlich auch. Quatsch. Ich habe doch Pralinen gekriegt und die sehen super lecker aus. Ich sollte nur vor dem nächsten Date nicht allzu viele davon essen. Apropos Date, wie sieht's denn aus? Ah, natürlich. Klar.
Kann doch nicht sein. Was denn? Die Frau hat mich geblockt. Echt? Alle 3 Frauen haben mich geblockt. Oh, das tut mir leid. Aber wie geht das denn? Ich habe ja noch nicht mal zurückgeschrieben. Ja, deswegen. Die sind wahrscheinlich alle zu ungeduldig. Graf Leinstein, Herr Laux hat sich angemeldet. Gut, wir nehmen ihn gleich hier in Empfang. Das kann nur eins bedeuten. Die Ermittlung ist abgeschlossen. Gibt es Neuigkeiten? Ja, wahrscheinlich klärt sich gleich alles auf. Gleich wissen wir, wer für den Brand verantwortlich ist. Da seid ihr ja. Charlie, ich muss dir wohl nicht erklären, dass Bella aus gutem Grund noch zur Beobachtung hier ist. Es war ja nur ein kurzer Ausflug, Ricardo. Wie ich sehe, ist Ihnen dieser kurze Ausflug wirklich gut bekommen. Das kommt ja auch nicht wieder vor. Davon gehe ich aus. Es war im Grunde auch meine Schuld. Ich habe sie dazu überredet. Wieso überrascht mich das nicht? So, Sie erholen sich jetzt erstmal. Ich sehe dann später nach Ihnen. Sag mal, was genau hat Tristan jetzt eigentlich zu dir gesagt? Nicht viel, er war beschäftigt. Aber man wird einfach nicht schlau aus ihm. Das ist ja an sich noch kein Fehler. Im Gegenteil, das kann sogar sehr interessant sein. Keine Ahnung. Bella, du magst ihn sehr gern, habe ich recht? Er kann ja auch total nett sein. Ja, und manchmal ist er wie ausgewechselt. Unnahbar, verletzend. Und man denkt, dass man diesen Menschen überhaupt nicht kennt. Woher weißt du das? Wie gesagt, an Erfahrungen mit schwierigen Männern bin ich dir um einiges voraus. Weißt du, schwierig hin oder her. Das ist mir alles einfach viel zu stressig. Ich werde mich da in Zukunft einfach raushalten. Herr Laux, gibt's Neuigkeiten? Ja, ich dachte, ich teile Ihnen das Ergebnis der polizeilichen Untersuchung doch lieber persönlich mit. Und? Nun, es ist so, dass die Spurensicherung an den Zigarettenresten nicht erfolgreich war. Etwas konkreter, bitte? Die Reste sind so stark verbrannt, dass keine DNA mehr feststellbar ist. Das heißt, Sie können den Raucher nicht identifizieren? Keine Chance. Das bedeutet, selbst wenn der Verursacher eine Haftpflichtversicherung hat. Bringt uns das nichts, weil wir nicht wissen, wer es war. Und unsere Versicherung kommt auch nicht für den Schaden auf. Das ist richtig. Tut mir leid. Das war's dann. Das Gestüt ist pleite.